Nach über 2 Jahren in Nord- und Zentralamerika verschiffen wir unseren Van von Panama. Und es hätte wirklich besser laufen können. Shit. Scheiße, echt wirklich scheiße. Es fängt an mit einer schweren Entscheidung, denn irgendwie müssen wir unseren zu hohen Van in den Container bringen. Ich habe das Gefühl, die ganze Werkstatt fiebert mit. Es stehen hier jetzt 6 Männer, die sich dasselbe Problem angucken und versuchen, die richtige Lösung zu finden. Als wäre das nicht genug, gibt es noch ein zusätzliches Problem bei der Polizei. Wir hatten noch nie Probleme an irgendeiner Grenze. Ja, und nur in Panama, wo es jetzt wirklich drauf ankommt mit der Verschiffung, da ist natürlich ein Fehler drin. Und wir wissen bis zuletzt nicht, ob es wirklich klappt. Roberto musste noch mal zurückfahren, weil sie gesehen haben, es reicht nicht. Hola zu einem neuen Video und schön euch dabei zu haben. Wir gehen diesmal eine ziemlich große Sache an. Für mich ist sie ziemlich groß auf jeden Fall, ich glaube für uns beide. Denn wir verschiffen den Van. Wir sind in Panama, genauer gesagt direkt bei unserem Spediteur oder unserem Verschiffer. Denn wir müssen im Vorhinein ein paar Dinge abklären. Wir wissen nämlich, wir passen nicht in den Container rein. Wir sind einfach zu hoch. Wir haben aber trotzdem den Container gebucht. Also müssen wir uns irgendwie darum kümmern, dass diese 2 Dinge trotzdem zusammenpassen, dass wir trotzdem unseren Van in den Container reinkriegen. Und natürlich gibt es auch rundherum einiges Organisatorisches, das wir angehen müssen. Ja, ich würde sagen, wir nehmen euch einfach mit und hoffen, dass wir es irgendwie gebacken kriegen. De esa manera también nos vamos a dar cuenta si pasa la ventana. Unsere Vermutung hat sich bestätigt. Wir sind natürlich viel zu hoch für den Container. Die Einfahrt in den Container ist nämlich 2,57 Meter hoch, beziehungsweise 58, aber man will ja nicht dran entlang schleifen. Wir sind, wie viel waren das? Etwa 10 Zentimeter zu hoch? Ich weiß nicht, ich schätze das jetzt mal grob, vielleicht ein bisschen weniger. Das erste, was man in dem Fall tut, ist Luft ablassen aus dem Reifen. Wir lassen jetzt die Luft raus auf 0,9 bar und schauen mal, wie weit wir runtergekommen sind. Er meinte zwar, das wird wahrscheinlich nicht reichen. Ja. Sieht wahrscheinlich so aus, als würden wir das Flugzeug wegnehmen müssen. Wirklich? Ja. Oh nein. Aber vielleicht gibt es noch eine Möglichkeit mit anderen Fällen. Okay. Ja. Ja, mal gucken. Step by step. 0,9 bar sind wie viel PSI? 13. Okay. Glaube ich. Tenemos 35 centímetros de... Ahí está 257. Sí, de dentro, porque es la puerta que es. Adelante no sería el problema, es más atrás que tenemos. Oh, es ist so heiß. Aber immerhin bei der Luftfeuchtigkeit wird das T-Shirt gleichmäßig nass. Es ist nicht so das Schweißnass an den Stellen, wo man schwitzt, sondern man ist einfach komplett nass. Yay! So hot. It's the last few months were so crazy hot. Okay, also wir haben 3 Optionen. Dadurch, dass wir immer noch 3 cm etwa zu hoch sind, können wir entweder das Roof Rack wegnehmen, was für uns ja der totale Horror wäre. Also das ist für uns wirklich die letzte Option. Zweite Möglichkeit, wir versuchen irgendwie mit Spanngurten unsere Federn zusammenzudrücken. Damit würden wir vielleicht auch noch mal runterkommen. Oder, was war das dritte? Genau, Sandsäcke. Wenn wir ein paar 100 Kilo Gewicht in den Van kriegen, vor allem auf die hintere Achse, denn die ist ein bisschen höher, dann würden wir den Van wohl auch noch mal einiges runterkriegen. Bei den letzten 2 Dingen weiß man trotzdem nicht, ob es reicht. Also mit dem Roof Rack wären wir safe. Wenn wir das wegnehmen, dann ist es klar, dann müssen wir auch nicht mal den Max-Fan, den Ventilator rausnehmen, dann passt's. Mit den anderen 2 Dingen, die uns ja lieber wären, wissen wir trotzdem nicht, ob es reichen wird. Das heißt, potenziell investieren wir da viel Mühe und Zeit und vielleicht auch ein bisschen Geld rein und es reicht trotzdem nicht.
Wir haben gemerkt, wenn sich hinten wer noch dran stellt, also wir haben hier die Leiter und 2 Fußtritte, wenn sich da noch 1, 2, 3 Personen ranhängen, kommen wir auch noch mal einen Zentimeter runter. Also vielleicht, wenn wir alle diese Sachen irgendwie so kombinieren, dann reicht es vielleicht. Oh. Boah. Nach dem Regen ist es jetzt auch noch so feucht. Ja, mal sehen. So, wir haben eine Lösung gefunden. Die mir nicht gefällt. Ja, das ist wohl die einzige Lösung, die einfachste Lösung. Die Railings abzuschneiden und die dann nochmals ranzuschweißen. Mir blutet das Herz. Ja, mir auch, aber für uns ist es die einfachste Arbeit. Also wir müssen ja nichts machen, wir müssen ihnen einfach sagen, was sie machen müssen. Und wir finden da sicherlich jemanden, der schweißen kann, ja. Als jemand, der einen Kranen hat, um das Roofrack darauf zu hieven. So heiß, es hat vorhin kurz geregnet, ich bin komplett nass. Okay, was ist jetzt der Plan? Wir schauen jetzt noch kurz mit Darwin, was wir machen müssen, und dann sind wir, glaube ich, hier heute fertig. Ein weiterer Tag im Verschiffungsprozess und der wird definitiv lang. Damit ich aber auch in diesem Tag energiegeladen starten kann, gibt es auch heute wieder mein AG1. Seit einigen Jahren dient mir AG1 schon als mein tägliches Nährstofffundament und jetzt haben sie die Rezeptur sogar noch weiter verbessert. Ganz nach dem Prinzip vom Continuous Improvement setzen sie nämlich auf stetige Optimierung des Produkts. Genauso wie es in der Wissenschaft eben auch stetig neue Erkenntnisse gibt. Jetzt unterstützt AG1 zum Beispiel noch mehr die Verdauung, denn Studien zeigen, dass etwa die Hälfte der deutschen Bevölkerung an Verdauungsbeschwerden leidet. Das Calcium unterstützt nun also die Verdauungsenzyme dabei, die Nährstoffe effektiv aufzunehmen. Und somit unterstützt AG1 fast jeden Bereich des Körpers, von der Verdauung über den Stoffwechsel, das Immunsystem bis hin zu den Haaren. Außerdem ist AG1 nun auch durch die unabhängige Prüfung der Kölner Liste zertifiziert und es wird von den deutschen Olympiastützpunkten Baden-Württemberg empfohlen. Damit steht es rund 750 AthletInnen während ihrer Vorbereitung auf die Olympischen und Paralympischen Spiele 2024 zur Verfügung. Probiert AG1 einfach aus. Aktuell gibt es auch ein besonderes Angebot für unsere Community. Wenn ihr über drinkag1.com/chirpytravelers ein Abo abschließt, erhält ihr außerdem kostenlos einen Jahresvorrat an Vitamin D3 und K2 sowie 5 praktische AG1 Travel Packs für unterwegs im Wert von 40 € mit dazu. Dabei wird AG1 im Abo monatlich frei Haus geliefert und es gibt keine festen Vertragslaufzeiten. Pausieren oder kündigen ist jederzeit möglich. So, und wir kümmern uns jetzt endlich um den Van und darum, wie wir den in den Container reinkriegen. Wir haben noch mal eine Nacht drüber geschlafen und ja, ich glaube, die Entscheidung steht fest. Gesundheit. Danke. Es geht einfach nicht anders, auch wenn Jakub so eine Qualitätsarbeit hier mit dem Roofrack abgeliefert hat. Ja. Wir müssen ran. Ja, und deshalb das erste Zeugs mal alles runter. Ja. Ja, legen wir gleich los. Wenn man die Breite des Containers nimmt und die Breite des Vans abzieht, bleiben gerade mal 30 cm. Das heißt, auch die Surfboard-Halterung muss ab. Die ist zum Glück nur dran geschraubt. Also ja, Roberto ist schon oben mit dem Akkuschrauber und der Ratsche und Ratsche? Wie heißt das? Ratsche? Ja. Mit der Ratsche. Ja, und nimmt die runter. Sieht man es mir an, dass es heiß ist. Ich glaube, die Leute haben sich schon gewöhnt an diesen Anblick, wo alles tropft bei uns. Der einfachste Teil ist gemacht, zumindest für uns. Ja. Oh mein Gott, es ist so heiß hier, das ist nicht normal. Oh. Immer wenn wir Sachen so auseinandernehmen, dann sind wir ganz schön pingelig, was die Ordnung angeht. Also wir haben jetzt auch die Schrauben wieder zurück in die Halterungen getan, damit wir wissen, wo sie hingehören und wir das so wieder rekonstruieren können. Wir sind da ja schon sehr, sehr ordentlich.
Schreibt mal unten in die Kommentare rein, wie ihr so arbeitet bei solchen Sachen. Weil ich weiß, es gibt auch die Arbeitstypen, die sagen, ja, ja, alles in eine Schachtel und dann wird man es am Schluss schon irgendwie rausfinden, was wohin gehört. Das wird uns auf die Palme bringen. Aber jedem das seine, oder? Ich habe das Gefühl, die ganze Werkstatt fiebert mit. Es stehen hier jetzt 6 Männer, die sich dasselbe Problem angucken und versuchen, die richtige Lösung zu finden. Ich habe volles Vertrauen, die finden bestimmt die richtige Lösung. Sie haben jetzt auch zur Sicherheit nochmal die Luft rausgelassen und den Laser nochmal angesetzt, damit sie sehen, wie tief wir wirklich kommen müssen. Manchmal bin ich ja froh, dass ich in solchen Situationen den Kamerajob habe, dann muss ich nicht mit überlegen, aber auf der anderen Seite hätte ich gerne ein bisschen mehr Gefühl von Kontrolle. Okay, ich glaube, die haben jetzt irgendwas ausgehackt. Mal sehen. Wir können diese Vierecke, die da oben sind, die können wir einfach in der Mitte abschneiden. Okay. Dann wird es auch zum Schweißen dann viel einfacher sein. Und hinten auch? Und hinten auch, ja, es wird reichen. Ach, tatsächlich. Ja, er meinte, am Hafen ist der eine, der ziemlich fest ist. Und der wird das Fahrzeug dann nochmals ein bisschen runterdrücken. Oh, und dann passt es. Millimeterarbeit. Ja, ist es. Aber ist okay. Also es Aber passt. das funktioniert. Ja. Es ist ab. Beide sind ab. Beide. Es sieht so nackt aus da oben. Aber ja, jetzt haben sie es gerade auch noch versäubert und kurz ein bisschen Schutzlack drauf getan. Ist Alu, also eigentlich kann sowieso nichts passieren, aber fürs Gefühl. Ja, und jetzt haben wir einen Roof Rack ohne Reling. Schon, ja. Aber es wird jetzt hoffentlich funktionieren. Also genau. Mit zusätzlichem Gewicht und so kommen wir dann in diese Öffnung auf 2 mm genau. Sehen werden wir es erst am Hafen. Aber ja, ich glaube, sie haben einen guten Job gemacht, ja, oder? Ich würde auch sagen. Ja. Sind wir eigentlich fertig heute? Wie heute, ja. Sehr gut. Okay, wir kommen voran. 5:40 Uhr und wir sind unterwegs. Es ist ein weiterer Tag im Verschiffungsprozess Vorbereitungsmarathon. Wir müssen zur Verkehrspolizei, denn sie muss die Papiere für die Verschiffung prüfen und ob die mit dem tatsächlichen Fahrzeug übereinstimmen. Das soll ein sehr langwieriger Prozess sein. Wir freuen uns überhaupt nicht drauf, aber gehört hier dazu. Also sind wir unterwegs. Wir fahren noch etwa 10 Minuten durch den Panama City Haus. Das Panama City Haus. Man merkt, ich bin noch müde. Meine Sprache funktioniert noch nicht so ganz. Ja, wir kommen jetzt mal an. Und dann schauen wir, wie die Situation da ist, ziehen unsere Nummer und gucken dann weiter. Ob das da rechts ist? Seine Nummer bekommen? Nummer? Hey, magische Nummer 3. Okay, können wir hier parken? Wir parken hier. Okay. Um 7 Uhr kommt der Inspektor und stellt seinen Tisch und Stuhl da draußen auf. Okay. Neben der grauen Tür und er wird ausrufen. Mittlerweile ist auch schon fast 7 Uhr und trotzdem heizt sich der Van schon auf, obwohl wir auch noch unter einer Brücke stehen im Schatten. Ja, auf jeden Fall, Roberto ist schon mal vorgegangen. Der Prozess ist so, man soll zwischen 6 und 7 Uhr morgens ankommen, um sich eine Nummer zu holen. Nach deren Reihenfolge man dann drankommt. Gegen 7 Uhr kommt dann der Inspektor, baut seinen Tisch auf und prüft dann jeweils die Papiere und das Fahrzeug, also ob das übereinstimmt. Bei unserem TIP, also beim Temporary Import Permit, haben sie an der Grenze ein bisschen was falsch gemacht. Sie haben nämlich, weil unser Fahrzeug ja in Tschechien registriert ist, haben sie bei Roberto nicht so genau hingeguckt und nicht gemerkt, dass er nicht Tscheche ist. Er reist ja mit einem italienischen Pass, also müsste bei der Nationalität Italien drinstehen. Sie haben aber Tschechien eingetragen. Das heißt, wir haben da einen Fehler in den Papieren des Fahrzeugs
Wir haben schon so viele üble Geschichten gehört, die dann da waren von Polizei und Zoll, wo man sich da mit denen herumschlagen muss, dass die das ändern und anpassen und dass man dann doch die Verschiffungspapiere kriegt. Und ja, wir hoffen, dass die das einfach nicht merken und dass das doch klappt. Wir sind aber, ja, wir sind mal optimistisch, denn hier geht es ja vordergründig ums Fahrzeug. Hola. Hola. Na? Ja, die haben ein Problem. Nein. Doch, die haben anstatt Sprinter haben die Sprinter geschrieben hier auf dem Tipp. Wirklich? Nicht dein Ernst? Doch. Und der hier bei der Polizei hat es auch nicht gemerkt. Und da, wo wir jetzt waren, bei der die Papiere ausstellt, die hat es natürlich gemerkt. Ernsthaft? Wir haben das nicht gesehen. Die haben das nicht gesehen, nein. Als sie es mir gesagt hat, dachte ich, sie verarscht mich, aber Sprinter. Sprinter. Ja, wir haben keinen Sprinter. Oh. Ja, und jetzt? Wir müssen zum Zoll fahren, die Papiere ändern lassen. Müssen wir wirklich? Ja, und wir müssen unbedingt Alejandro anrufen, mal schauen, ob da, was wir sonst machen können. Shit. Scheiße, echt wirklich scheiße. Para que se lo corrijan y regresen a la policía. Okay, no es que nos podrías mandar la dirección. Sí, por supuesto, se lo envío en breve. Ok, perfecto. Entonces, ya, vamos a la aduana y después miramos otra vez con la policía. Schickt uns die Adresse und dann gehen wir zum Zoll. Nach dem kannst du gehen. Nachher müssen wir nochmal dahin zu der Polizei. Er muss die Papiere alle nochmal neu machen. Das von morgen? Ja. Nicht im Ernst? Doch. Oh. Okay. Detectando. Wenigstens ist die Maut gratis. Also für uns Ausländer, Für uns Ausländer. deren Nummerschilder sie Hier nicht steht ja erkennen. niemand da. Ja, Ich würde gern bezahlen, aber es geht halt nicht. so funktioniert das hier halt. Bis gleich. Bis grad. Tschüss. Hola, buenos días. Tengo este tip que no está correcto. Aquí está escrito Sprinter y no Sprinter. Y también la nacionalidad es, aquí Roberto Tornando es checo, pero yo soy italiano. Immerhin sollte das hier jetzt hoffentlich relativ schnell gehen. Scheinbar macht der Zoll da einfach häufiger Fehler. Die Zahlen stimmen, WIN, Kennzeichen, das haben wir alles kontrolliert. Aber ja, halt der Sprinter, den haben wir nicht gemerkt. Ja, keine Ahnung, wir hatten noch nie Probleme an irgendeiner Grenze. Ja, und nur in Panama, wo es jetzt wirklich drauf ankommt mit der Verschiffung, da ist natürlich ein Fehler drin, den wir korrigieren lassen müssen. Aber ja, anscheinend soll das eben eine relativ schnelle Sache sein. Also ist Roberto hoffentlich gleich wieder zurück. Muchísimas gracias, muy amable. Que tenga buen día. Adiós. Hola. Na, Hat geklappt. echt? Ja, das ging 10 Minuten jetzt. Das ging war ja richtig mega schnell. Ja. Die haben alles geändert. Sag mal. Und sie waren noch so lieb, ich habe sie gefragt, ob sie mir noch 2 Kopien machen können. Echt? Weil, Ah ja, weil wir wir hätten sonst- genau, sonst hätten wir nochmals vorbeigehen müssen, um Kopien zu machen. Und du bist wieder Italiener. Ich bin wieder Italiener. Und wir fahren einen Sprinter. Ja, Und den Rest haben sie gelassen oder müssen wir den ja nochmal nee, prüfen? der Rest war okay, so wie es war. Okay. Ja, also die waren richtig nett, aber die meinten auch, ja, jedes Mal, wenn Leute über die Grenze fahren, haben sie dieses Scheißzeug, weil jedes Mal irgendwas falsch ist. Ja, Naja, das ist echt. gut. Okay, sehr gut. Mal weiter. Fahren wir zurück. Halbe Stunde zurück. Yay!
Hat das doch noch gemacht? Ja. Oh, ich dachte schon, die geschlossene Tür ist nichts Gutes. Nee, nee. Er konnte sich noch daran erinnern. Ja. Naja, ab zum nächsten Polizeigebäude oder so. Ja. Que han hecho todo lo habían hecho falso. Ay, Dios mío, eso sí es molestoso, Sí. para que sepa. Beim zweiten Versuch hat es jetzt auf jeden Fall geklappt. Wir konnten alle Dokumente abgeben. Das heißt, der Tipp, der richtige, und der Fahrzeugschein müssen wir jetzt abgeben und die bearbeiten das jetzt. Und in etwa 3 Stunden müssen wir hier zurückkommen, um alle Dokumente wieder abzuholen. Ich hoffe, die finden nicht noch irgendwas und dass wir dann fertig sind mit dem ganzen Prozess. Also ich finde, die Leute in Panama sind echt zu früh unterwegs immer. Schon wieder fahren wir im Dunkeln los, wenn es um die Verschiffung geht. Ja, wir sind ganz schön kaputt. Der Wecker hat um 3:45 geklingelt. Und jetzt sind wir schon auf der Autobahn im Konvoi mit alle Richtung Colón, wo ja der Hafen ist. Der ist nicht in Panama City selbst. Wie lange fahren wir etwa? Eine Stunde etwa. Okay. Aber ich glaube, wir fahren nicht zum Hafen, sondern wir fahren zu diesem Containerzeugs. Genau, also das ist irgendwie nochmal ein anderer Ort, wo die Verladung stattfindet. Ja, also die Straßen sind wenigstens frei so früh am Morgen, das sollte gut hinhauen. Ja. Einer dieser beiden Container ist bei uns, oder? Okay, Hier ist das Motorrad vom in unserem Buddy. ja. Und die sollten, Viertelstunde sollten sie hier sein, die Leute vom Verladen. Wir können langsam unsere Sachen bei alle in den Van rein, also ins Fahrzeug reinschieben und dann ja. Wie es aussieht, kommt jetzt Bewegung in die Sache. Der, ich weiß nicht, ich nenne es jetzt einfach Auflader, ist rangefahren. Der wird den Van so weit hochheben, dass er auf dieselbe Ebene kommt wie der Containerboden und damit können wir dann gerade reinfahren, denn die Diagonale, wenn wir hoch oder runter fahren müssten, die würde ja noch mal mehr Höhe generieren quasi. Ja, Roberto ist jetzt schon mit den Papieren da, die prüfen das jetzt und dann können wir hoffentlich rein. Ich glaube, sie müssen jetzt noch was rausholen aus dem Container, aber dann können wir auch schon rein. Das ist so viel Aufregung gleich in der Früh. Es ist wie ein Krimi. Von hier aus sieht es aus, als könnte der Van niemals in den Container passen. Ich meine, hier sieht man es vielleicht. Der sieht doch viel höher aus als die Öffnung. Ich hoffe sehr, dass das nur die Perspektive ist, weil, oh, ja, ich hoffe sehr, dass das gut geht. Wir müssen jetzt noch kurz warten. Es wird noch ausgemessen, ob wir so reinpassen, ob wir noch Luft rauslassen müssen. Ja, also hier so steil zu stehen, das war schon ein ganz komisches Gefühl, aber es geht alles ziemlich schnell. Also ja, die Jungs sind hier alle geübt, also die machen das ja nicht zum ersten Mal. Ja, mal schauen, wie es jetzt weitergeht. ¿Le falta mucho? No, okay. No, sino que también la plataforma está un poquito más alta que el... Okay, que el okay, contenedor. okay. Lo que vamos a hacer ahorita es echarlo para adelante un poco y vamos midiendo la entrada despacio. Yo creo que está Okay. bien.
musste nochmal zurückfahren, weil sie gesehen haben, es reicht nicht. Ja, jetzt versuchen sie nochmal mehr Luft rauszulassen und hoffentlich reicht das dann. Das ist unser Zuhause, das muss einfach heil ankommen und reinpassen. Und es ist ganz schön eng hier, also links und rechts sind keine 5 cm. Ja. Also einmal hat es ein richtig unschönes Geräusch gemacht. Ich weiß nicht, ob wir einmal angekommen sind. Vielleicht kann Roberto das gleich sagen, weil der war ja näher dran. Aber der Van ist drin. Ja. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Ja, wir haben vorne, glaube ich, noch gute 2 Meter. Wir verschiffen ja mit einem Motorrad. Also haben wir den Container fast für uns alleine, was uns auch ganz viele Kosten eingespart hat. Wir sind drin! Wir sind drin! War es knapp von draußen? Also von draußen sah es aus, als würden wir nicht reinpassen. Okay. Naja, gut. Und einmal hat es auch ein komisches Geräusch gemacht. Okay. Ja. Todo listo? Todo listo. Todo listo por él. No. Ese jefe. Por él. Bien, todo bien. Gracias. Muchísimas gracias a todos. Buena suerte. Das war so ein Nervenkitzel, ich hätte es nicht gedacht. Ja, ein kleines Problem haben wir ja noch nicht gelöst, das waren die Termiten, die wir seit Nicaragua dabei haben. Wir haben aber jetzt gehört, dass im Container wohl etwa 70 Grad herrschen während der Verschiffung und das überleben sie nicht. Also im Idealfall, wenn alles klappt, haben wir in ein paar Wochen unseren Jimmy wieder heil und ohne Termiten. Drückt uns die Daumen. Con el número 2 al final. Exactamente. Okay. Muchas gracias. Que esté muy bien, salud. Era un gusto. Vale. Vor gut 2 Jahren haben wir das erste Mal verschifft. Es ging von Hamburg nach Halifax, also der Start unserer Reise. Und ich muss sagen, es war definitiv einfacher. Also diesmal, allein mit der Polizeikontrolle, war der administrative Aufwand einfach so viel größer. Und ja, das mit dem Roof Rack, diese Reling abzusägen, das war für mich einfach der absolute Albtraum. Und wir zahlen auch noch mal einiges mehr. Also damals waren es etwa 2.500 € und diesmal sind wir bei über 4.000 €. Das schmerzt schon echt. Ja, das ist richtig viel Geld. Ja, aber wir verschiffen natürlich nicht typischerweise von Panama nach Kolumbien, sondern wir verschiffen an einen anderen Ort. Aber wir verschiffen nicht nach Europa. Genau. Also das heißt, die Reise geht auf jeden Fall weiter. Wir haben uns überlegt, dass jetzt auch ein guter Zeitpunkt mal wieder für ein Q&A-Video wäre. Drum schreibt uns sehr gerne all eure Fragen unten in die Kommentare rein und wir greifen die dann gerne auf. Wir freuen uns auch sehr über ein Abo, denn damit verpasst ihr nicht, wie es weitergeht. Und gerade jetzt macht ihr uns eine besonders große Freude, denn mit diesen Ausgaben, die wir haben und dem ganzen Drumherum, ja, bedeutet uns das besonders viel. Natürlich freuen wir uns auch über ein Like oder einen Kommentar, vielleicht diesmal mit Schiffs-Emoji. Und ich möchte mich auch sehr gerne noch bei AG bedanken für die langjährige Partnerschaft. Und damit sehen wir uns im nächsten Video. Hasta luego!